Claudia, dein Herz brennt für eine bestimmte Thematik, die Gott dir hineingelegt hat. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen und wie das überhaupt angefangen hat? Gerne. Alles hat begonnen mit einem Lied, Ein Mann nach dem Herzen Gottes von Daniel Jacobi. Und das hat dich so richtig bewegt? Das hat mich sehr bewegt. Es ist ein großartiger Text, der zu Herzen geht. Ein Liedtext von Daniel Jacobi, Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich bin ein Mann nach dem Bilde Gottes geschaffen, einst versklavt durch Sünde, Stolz und Tod. Doch weil Jesus mich mit Gott versöhnte, bin ich befreit und erlöst. Ich bin bestimmt, für den Vater zu leben. Sein Wille soll durch mich geschehen. Denn er gab meinem Leben Sinn und Würde. Deshalb diene ich ihm. Ich will ein Mann sein nach dem Herzen Gottes. Ein Mann des Wortes voll Glauben und Mut. Ein Mann, auf den sich Gott verlassen kann. Brennend und treu bis an mein Lebensende. Radikal, geheiligt und rein. Durchdrungen von der Liebe Jesu, so soll mein Leben als Mann Gottes sein. Ich bin ein Mann von meinem Gott berufen, mit Kraft erfüllt durch seinen Heiligen Geist. Herr, salbe mich, damit mein ganzes Leben von deiner Liebe zeugt. Als Mann will ich der Familie dienen, Freund Gottes und der Menschen sein. Ich will im Licht des Allerhöchsten leben und kämpfen für sein Reich. Durch Tiefen in meinem Leben, durch viel Not mit Auswirkungen bis heute, erwachte in mir der Wunsch, ich möchte eine Frau werden nach Gottes Herzen. Das wurde dann fortan zu meinem täglichen Gebet. Und was hast du dann nach diesem Gebet erlebt? Ich habe zum Beispiel ein sehr wertvolles Zitat in die Hand bekommen. Der Autor hat geschrieben, die Welt ist ärmer geworden seit der Emanzipation. Die Frauen streben an die Plätze der Männer und ihr großer Schatz an Gaben und Talenten liegt häufig brach oder verkümmert. Und das können wir heute beobachten in vielen Lebensbereichen und auch in Kirchen und Gemeinden. Und dieser Gedanke des großen Schatzes an Gaben und Talenten, das berührte mich und ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht. Und das hat dich dann also bewogen, dich überhaupt mehr mit dieser Thematik zu befassen. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, im Laufe der Jahre bekam ich dann mehrere Bücher und gute Artikel in die Hand. Und diese Thematik interessierte mich immer mehr. Und ich entdeckte in dieser Thematik so viel Kostbares, dass sich mir die Frage aufgetan hat, wer sagt all das Kostbare unseren Mädchen, unseren jungen Frauen und allen, die es hören wollen? Und wie bist du persönlich dann zu diesem Dienst gekommen? Ich bin ja schon die ältere Generation. Eines Tages durfte ich den Bibelvers lesen, Psalm 92, 13 bis 15. Auch wenn sie alt werden, sollen sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Das hat mich sehr bewegt, dass Gott für uns, auch für die ältere Generation, eine Aufgabe hat. Und zwar bis an unser Lebensende, von Gott berufen, ein Segen zu sein, jeder nach seinen Möglichkeiten. Also bei Gott gibt es keine Altersbegrenzung für den Dienst? Ja, das macht uns Mut, das macht uns Hoffnung, das macht uns Freude, gerade im Älterwerden. Titus 2, 3 bis 5 führte mich dann auf diesen Weg und ich weihte mich Gott für diesen Dienst. Wenn du Titus ansprichst, da ist ja auch das Thema Unterordnung genannt. Das ist ja ein
ja, eigentlich heikles Thema, das oft ganz missverstanden wird. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich plötzlich eine ganz große Freude bekommen. Und dieses Thema behandle ich heute sehr, sehr gerne. Denn wenn man den richtigen Sinn versteht, kommt automatisch eine Freude. Bunny Wilson schreibt in ihrem Buch Ich mich unterordnen: Welch herrliche Freiheit eröffnet sich uns, wenn wir das Prinzip der Unterordnung in unserem Leben anwenden. Befestigungen stürzen ein, wir stehen ganz offen vor dem Herrn und vor anderen da. Wir bleiben in ständiger Gemeinschaft mit seinem Geist. Durch die Unterordnung wissen wir, was es bedeutet, wahrhaft befreit zu sein. Wir können mit Glauben erfüllt und endlich frei sein, die Person zu werden, zu der Gott uns berufen hat. Und diese Freiheit, von der hier geschrieben steht, sie war für mich ein ganz neuer Gedanke in Verbindung mit Unterordnung. Denn Freiheit macht froh, Freiheit macht glücklich. Wenn wir dieses neue Verständnis bekommen, dass uns Unterordnung zur Freiheit führt, das ist etwas ganz Großartiges. Hat das, was du da gelesen hast, dann auch persönlich in dir was bewirkt? Sehr viel. Durch all diese wunderbaren Prinzipien arbeitete Gott auch ganz persönlich an meinem Charakter. Ich durfte zum Beispiel erkennen, wie oft ich Kritik übte, auch in der Gemeinde und manchmal nur in Gedanken. Eines Tages hatte ich ein aufgeschlagenes Liederbuch vor mir liegen und ohne es zu bemerken, blätterten die Seiten um. Und als ich wieder nach unten schaute, las ich die Frage eines Liedes: Ist dein Leben ein Segen für andere? Strahlst du göttliche Liebe hinaus? Die Worte trafen mich mitten ins Herz, denn ich wusste, Gott meint mich. Ich bekannte mein Versagen und dabei wurde mir Jesaja 1, Vers 18a bei allem zu kurz kommen ein ganz besonderer Trost. Dort steht nämlich, wenn die Sünde blutrot ist, soll sie werden weiß wie Schnee. Von nun an machte ich den Refrain des Liedes zu meinem täglichen Gebet. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Weil du gerade dieses Lied angesprochen hast, wir begrüßen auch ganz herzlich Anja Schral und Solveig Stober, die dieses Lied für uns singen werden. Ist dein Leben ein Segen für andere? Strahlst du göttliche Liebe hinaus? Kündest Sündern du Heil und Erlösung, führst Verlorene heim du nach Haus. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere? Hilfst du anderen Leichten die Last? Als du Balsam für blutende Herzen, zeigst du müde die Stätte der Rast. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere?
Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Oh, wir werden nicht anderen zum Segen, wenn die Sünde noch Raum in uns hat. Sei dem Herrn darum völlig ergeben, so gebraucht dich die göttliche Gnad. Mach mich zum Segen für andere heut. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben. Mach mich zum Segen für andere heut. Es ist bewegend, was alles daraus entstanden ist, wie der Herr darauf antwortet. Er sei gepriesen für diesen guten, gesegneten Weg, den er führt, die Möglichkeiten zum Zeugnis. Das erlebe ich immer wieder. Die Sehnsucht für Gott zu arbeiten, die sehen wir ja oft in jungen Menschen. Die sind noch oft unabhängig, frei, voller Energie. Aber wie ist da deine Erfahrung? Du hast vorhin erwähnt, du gehörst ja zur älteren Generation. Wie ist deine Erfahrung im Dienst für Gott? Ich möchte hier ganz besonders die älteren Schwestern ermutigen zu diesem Dienst nach Titus 2 mit dem Bibelwort aus 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und auch diesen Bibelvers bete ich häufig und sage, Herr, du hast verheißen, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Johannes 15, Vers 16 sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, auf dass, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Also, wenn wir fruchtbringend wirken, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass unsere Gebete erhört werden. Kannst du uns auch von einigen Erfahrungen berichten, die du bei deinem Dienst gemacht hast? Gerne. Ich habe viele Erfahrungen machen dürfen. An meinem Arbeitsplatz bin ich einer Frau begegnet, wo ich den starken Eindruck hatte, ich sollte ihr das Büchlein geben, Unterordnung, Einschränkung oder Privileg. Es ist ein Büchlein, was mich selbst sehr berührt hat, und zwar die Frage, Einschränkung oder Privileg. Ich gab ihr das Büchlein, sie schaute mich an, ganz erstaunt, und sagte dann, das ist mein Problem, und bedankte sich sehr. Eines Tages stand eine andere Frau vor mir, eine jüngere Frau und Mutti, und sie sagte mir, sie hätte gehört, dass ich ein Büchlein hätte, wie man eine bessere Ehefrau werden kann. Ich kannte sie nicht, das war meine erste Begegnung mit ihr. Sie hatte das von anderen gehört und sie sagte mir, sie führt eine gute Ehe, sie hat einen lieben Mann, aber irgendetwas kommt in letzter Zeit zwischen sie. Es knistert. Bis heute beschäftigt sie sich mit großer Freude mit dem Plan Gottes für sie als Ehefrau. Also diese Thematik ist sowohl für alt als auch für jung. Ja. Ich hatte zum Beispiel noch eine Begegnung mit einer Frau. Ich wusste, dass sie bald abreisen wird, nach Hause ins Ausland, und wir uns wahrscheinlich nie mehr begegnen. Und es war mein Wunsch, dass sie vielleicht Freude bekommt, diese Botschaft mitzunehmen und auch eine freudige Verteilerin dieses Büchleins zu werden. Am Tag ihrer Abreise hatte ich Zweifel, ob das passt, ihr dieses Büchlein anzubieten. Aber das Drängen in mir wurde dann so stark, dass ich schnell gegangen bin.
und habe sie angesprochen und habe sie gefragt, ob ich ihr das Büchlein schenken dürfte. Dann schaute sie mich an, Tränen kamen in ihre Augen und sie sagte mir, das ist die Krönung meines Aufenthaltes. Das habe ich dringend gebraucht. Und sie erzählte mir noch ganz kurz aus ihrem Leben und bedankte sich dann sehr. Und diese Erfahrungen haben mir Mut gemacht, auf Frauen oder Mädchen, junge Frauen zuzugehen, auch wenn ich sie nicht kenne. Denn man weiß ja nicht, wie sie stehen zu diesem Thema. Also Gott hat dich schon oft mit Menschen zusammengebracht und in Situationen gestellt, wo du wirklich diese Dinge praktisch auch weitergeben konntest. Ja. Eines Tages durfte ich mit einer anderen Mutti telefonieren und ich hörte dann im Hintergrund ihren Ehemann sagen, ich spüre schon den sanften und stillen Geist. Und eines Tages schrieb sie mir, es ist mein Herzenswunsch, mich meinem Mann unterzuordnen. Solche Erfahrungen ermutigen ja auch, dann diesen Weg weiterzugehen. Ja. Eine jüngere Ehefrau erlebte Wunder über Wunder in ihrer Ehe. Sie hat mir erzählt, was in der Ehe alles passiert ist, seit sie den Wunsch hatte, nach Gottes Plan zu leben. Ich bin auch in Kontakt mit mehreren jungen Ehefrauen, die die große Sehnsucht haben, Frauen nach Gottes Herzen zu werden. Es ist eine Freude, das sehen zu dürfen und gemeinsam ermutigen wir uns, wenn wir uns sehen in der Stadt, wo wir uns auch begegnen, ermutigen wir uns, darin zu wachsen, Frauen nach Gottes Herzen zu werden. Eines Tages bekam ich einen Brief. Eine Frau schrieb mir, dein Büchlein Unterordnung brachte auch mich oftmals zum Leerschlucken. Aber nun verstehe ich die ganze Tragweite der Problematik in den Familien und auch in der Gemeinde. Kannst du mir Büchlein schicken? Also es lohnt sich, auch mal über seinen Schatten vielleicht zu springen, wenn man meint, das Thema, das hat mit mir jetzt gar nichts zu tun, da will ich mich nicht damit befassen. Es steckt viel mehr drin, als man auf den ersten Blick meint. Gerne verteile ich auch unter Mädchen, jungen Frauen ein Büchlein mit dem Titel Ich gebe dir mein Herz, eine junge Frau werden nach dem Herzen Gottes. Ein Familienvater schrieb mir, dass seine Tochter dieses Büchlein mit Freude und Begeisterung liest. Und kurz danach hat sie sich entschieden zur Taufe. Sie wollte Jesus nachfolgen, ihm ihr Leben weihen und auch ihre Freundin, die es ebenfalls gelesen hat. Und er sagte mir, dass dieses Büchlein mit zu diesem Wunsch beigetragen hat. Ich habe hier noch ein sehr gutes Buch, Liebe und Respekt. Ich schenke das jungen Menschen, die heiraten, die ich kennenlernen darf, mit denen ich schon ein wenig Kontakt hatte. Eine junge Frau schrieb mir dann schon recht bald, kurz nach der Hochzeit, dass dieses Buch ihr wertvollstes Hochzeitsgeschenk war. Bei einer anderen Gelegenheit machte ich bei einer Jugendveranstaltung einen kleinen Büchertisch. Die erste Person, die kam, war eine junge Frau und sie nahm sich gleich 2 Bücher und sagte, das brauche ich. Und eines Tages bekam ich auch von ihr eine liebe E-Mail. Sie schreibt, ich habe das Buch Behüte dein Herz seit 2 Wochen fertig gelesen und habe es auch schon weiter verschenkt. Ich finde es super, einfach nur klasse. Es war überhaupt nicht übertrieben, denn in diesem Fall kann man nicht übertreiben. Es ist gut und treffend formuliert. Also ich kann nur bestätigen, was du gerade vorgelesen hast. Ich habe es selber auch gelesen und es ist sehr wertvoll und empfehlenswert, wirklich gerade für junge Leute. Du hast jetzt viel Positives erzählt, aber bestimmt bekommst du auch ganz andere Reaktionen. Ja, ich habe einige Erfahrungen auch in dieser Hinsicht machen dürfen. Eine junge Frau sagte mir,
den Haushalt mache ich immer abends mit meinem Mann, wenn er nach Hause kommt. Eine andere Aussage war, ich habe jetzt das gemacht, er muss das andere machen. Das war auch ein Moment, wo ich selbst dabei war. Eine andere sagte mir, brauchst du nicht machen, das kann mein Mann machen, wenn er am Abend nach Hause kommt. Eine andere junge Frau sagte mir, sehe ich gar nicht ein, dass ich den Haushalt machen soll. Warum nicht er? Eine andere Erfahrung betrifft jetzt einen jungen Mann. Er erzählte mir von seiner Freundin, die gesagt hat, glaube aber nicht, dass ich dir deine Hemden bügle. Diese Aussagen sind nicht so erfreuend, aber sie motivierten mich stark, diese frohmachende Botschaft weiterzugeben, Frauen nach Gottes Herzen zu werden. Zu diesen Aussagen habe ich über eine interessante Studie gelesen in der Monatszeitschrift der Allgemeinen Ortskrankenkasse AOK in 4/2013. Ich habe diesen Ausschnitt der Studie da und ich will es kurz vorlesen. Der Titel heißt Gebügelt und geschieden. Da teilt man sich die Hausarbeit und was hat man davon? Die Ehe ist kaputt. Laut norwegischen Forschern ist die Scheidungsrate bei Paaren, die sich gleichberechtigt um den Haushalt kümmern, um 50% höher, als wenn die Frau den größten Part der Arbeit übernimmt. Für den Bericht Gleichberechtigung zu Hause wurden 15.000 Norweger zwischen 18 und 79 Jahren befragt. Die Vermutung der Wissenschaftler ist folgende. In Beziehungen mit klassischer Rollenverteilung werde auf die Ehe großen Wert gelegt, eine Scheidung dagegen kritisch gesehen. Packen beide Partner im Haushalt an, spreche das für eine moderne Beziehung. Frauen seien oft gut ausgebildet und finanziell unabhängig, sodass eine Trennung weniger problematisch sei. Also es ist interessant, dass selbst die Welt diesen negativen Trend erkennt. Ich sage immer gerne, es ist wunderschön, wenn auch der Ehemann oder die Kinder mal kochen oder mit Freude mithelfen, die Mutti unterstützen oder wenn die Mutti krank ist oder in Urlaub. Doch ich denke, die Verantwortung sollte die Frau und Mutter tragen. Und wenn sie nicht berufstätig ist, das, wenn sie Kinder hat, zusammen mit den Kindern auch bewältigen können, aus dem Haus oder der Wohnung ein Heim zu machen, ja ein Zuhause. Kannst du vielleicht auch den einen oder anderen praktischen Tipp weitergeben, wie man so seinen Tagesablauf einfach besser in den Griff bekommen kann? Es ist zum Beispiel ein ganz besonderer Segen, wenn wir morgens früh aufstehen. Und wenn wir schon Familie haben, am besten vor dem Ehemann und vor den Kindern, um Zeit zu haben für Gebet und ein Bibelwort. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich zum Segen, früh aufzustehen, auch wenn es mir am Anfang schwer gefallen ist, wirklich den Wecker eine Stunde früher zu stellen, aber es macht sich bezahlt. Ich empfehle gerne, nach dem Frühstück die Wohnung in Ordnung zu bringen. Bei Berufstätigkeit empfehle ich gerne, die Zeit einfach nach vorne zu verschieben, den Wecker etwas früher zu stellen, um eine geordnete, freundliche Wohnung zurückzulassen und wieder anzutreffen. Als junges Mädchen machte ich eine Haushaltslehre in der Schweiz. Meine Lehrmeisterin war eine Ärztin. Sie legte mir ans Herz, dass, wenn abends ihr Mann nach Hause kommt, kein Putzeimer mehr im Weg stehen soll. Und das tut allen Familienmitgliedern gut. Ehefrauen empfehle ich nach Möglichkeit, nicht voll berufstätig zu sein. Ich war die meiste Zeit in meinem Leben voll berufstätig, wodurch ein Mangel an familiärer Geborgenheit entstand, was ich sehr bedauere. Ja, für die Kinder ist es immer wertvoll, wenn die Mama zu Hause ist, zum Tränen abwischen und Pflaster aufkleben. Das ist sehr kostbar, ja. Zum Abschluss möchte ich jedem Mädchen, jeder jungen Frau oder auch schon älteren Frau empfehlen, mach es zu einem Gebet. Mach mich zu einer Frau nach deinem Herzen.
oder auch mach mich zum Segen für andere heute. Dies ist ein Gebet, was niemals unbeantwortet bleibt, zeigt die Erfahrung, denn es ist Gottes Werk und zu seiner Ehre. Ihn zu ehren sollte unsere Motivation sein. Philipper 4, Vers 13 ist uns hier eine starke Ermutigung. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und Kolosser 3, 23 sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Claudia, herzlichen Dank für das, was du uns aus deinem Schatzkästchen weitergegeben hast. Eine Frage noch. Du bist jetzt hier bei uns für ein Interview. Du bist manchmal kurz auf Veranstaltungen. Aber wie ist es, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte? Können wir auch deine E-Mail-Adresse weitergeben, dass sich Leute mit dir persönlich in Verbindung setzen können? Gerne. Also du bist für jede Anfrage offen und gibst gern auch persönlich Tipps und Ratschläge weiter. Gerne, soweit ich behilflich sein kann. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, Claudia, dass du persönlich auch weiterhin an deinem Gebet festhältst und den reichen Segen Gottes spürst und den dann auch in reichem Maß an viele Menschen weitergeben kannst. Herzlichen Dank für dein Hiersein. Dankeschön, ich danke auch herzlich. Lass mich immer sein bei dir, mein Erlöser und mein Gott. Ich will stets treu dienen dir, jeden Tag an jedem Ort. Ohne dich bin ich betrügt, ohne dich hab ich kein Glück. Deine Gegenwart in mir ist wie ewiges Licht. Ohne dich bin ich betrügt, ohne dich hab ich kein Glück. Deine Gegenwart in mir ist wie ewiges Licht. Ich litt unter Sündenschuld, hatte gänzlich mich verirrt. Doch in deiner großen Huld kamst du zu mir, Jesus Christ. Hast durch Liebe mich befreit, neues Leben mir erteilt, Friede in mein Herz gebracht und mich froh gemacht. Hast durch Liebe mich befreit, neues Leben mir erteilt, Friede in mein Herz gebracht und mich froh gemacht. Ich kann nicht vergessen, wie du für mich gelitten hast. Hast dein Leben nicht geschont, trugst für mich die Sündenlast. Nur in dir möcht ich heut sein, dir